Ich habe was vor, Leute. Das ist wirklich mal eine ganz andere Art von Video jetzt, wirklich. Es ist Sonntag, es ist ein wunderschöner Tag. Und wie ihr wisst, habe ich ja den 959. Und zwar genau den. Genau, und ich bin vorhin eine Stunde durch die Gegend gefahren und habe mir gedacht, das war so schön und so echt, dass es eigentlich doof wäre, jetzt am Montag versuchen, das nochmal zu drehen. Deswegen bin ich hier jetzt zurück in die Firma. Wie ihr seht, ist niemand hier. Putzfrau ist vielleicht noch da, ja. Aber sonst ist niemand da. Und ich versuche jetzt eben ein bisschen was zusammenzusammeln, dass wir das Video selber machen können. Ja, also, warte. Und zwar habe ich die GoPro hier. Ich weiß jetzt nicht, wie voll der Akku ist. So wie ich uns kenne, nicht ganz so voll. Der Akku ist auch nicht mehr so voll, aber das kriegen wir hin. Weil ich will euch was zeigen. Ich will euch ein Lebensgefühl und ich will euch eine Freude zeigen, die wirklich toll ist. Und auch ein Auto zeigen, was man einfach so nicht so erlebt. Und so ein Wetter wie heute, pass mal auf. Seht ihr das? Das ist einfach der perfekte Tag für sowas. Aber ich brauche Akkus. Oder ich quatsch einfach weniger. Wo ist der Scheiß? Moment. Scheiße. Wie mache ich das? Hier? Nicht. Problem ist, wenn ich meine Jungs anrufe, die gehen an einem Sonntag nicht ans Telefon, weil die wissen, Chef will was. Wir rufen trotzdem an, wir probieren es. Die höchste Chance, dass jemand dran geht, ist eigentlich Nobby. Scheiße. Ja, jetzt probieren wir Jonas. Yo, ey, Digga, du musst mir ganz kurz was helfen. Ich habe eine Idee. Ich mache nämlich gerade so ein Video. Und zwar, wo sind die Akkus, oder haben wir noch Akkus für die Legria? Auf dem, der graue, ja, warte. Ja, aber der ist eckig. Passt der da trotzdem rein? Okay, dann probier ich. Die GoPro, ne? Da ist eine Karte drin. Die GoPro, geht die auch? Okay, dann weiß ich Bescheid. Danke. Ciao. Moment. Muss ich mal eben ausmachen und gucken, ob der Akku passt. Nee, der passte nicht. Egal, wir gehen jetzt ins Auto und wir machen das jetzt einfach. Und wir machen so weit, wie wir kommen. Okay? Okay, ihr könnt nicht antworten. Ihr merkt schon, ich drehe eigentlich immer mit irgendwelchen von den Jungs hier, die eigentlich da sind. Aber die sind nicht da. Ist mir auch ganz egal. Ich hatte nämlich gerade Spaß. Weil das ist wirklich wunderschön. Das ist wirklich Wahnsinn. Hallo. Ich hatte nämlich auch gerade so ein bisschen 80er Jahre Mucke und so gehört. Ich müsste gleich anspringen, weil die Jungs von Porsche haben hier so ein modernes Radio reingebaut, was aber wirklich alt aussieht, aber trotzdem modern ist. Also habe ich aus Bluetooth hier drin. Und was ich euch zeigen wollte ist, ja, jetzt können wir nicht alles genauso filmen, wie ich mir das vorgestellt habe, so. Aber wenn die Sonne so in das Auto reinscheint und du sitzt in einem 959 2018 und du spürst diesen Charakter des Autos, du spürst die Besonderheit und es ist es macht mich ehrlich glücklich. Also es ist der absolute Wahnsinn. Das macht mich als Mensch glücklich. Und ich habe so wenig Sachen, ich denke, oh, du hast alles, was man kaufen kann. Ich habe so wenig Sachen, wo ich wirklich glücklich bin und ich war gerade ehrlich glücklich. Ganz aus tiefstem Herzen raus. Ich fahre auf der Autobahn mit 110 auf der rechten Spur und mir schießen so die Tränen in die Augen, weil ich mir denke, das ist so für mich so die Erfüllung. Und das kann nicht nur ein Auto, das können ganz viele Autos. Aber ich habe einfach gemerkt, was für ein toller automobiler Moment. Und wenn du das nicht hast, dieses Gehen, dass du automobil feierst, dann ist das ja auch cool. Dann kann sich auch lustig machen oder was. Aber ich tue das schon. Und könnt ihr mich sehen? Ihr könnt mich sehen, oder? Ja, doch. Und die Schönheit von einem Porsche und die Begeisterungsmöglichkeiten von einem Porsche sind halt einfach für mich fast unerschöpflich. Also das ist einfach fast unantastbar so für mich. Und ich bin auch froh, dass ich das Video gerade mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, kennt ihr das? Also ich kennt ihr nicht eigentlich, weil ihr nicht so viele Videos macht. Aber ich fahre so los und es ist Sonntag und ich habe frei. Die Straßen sind frei. Und ich habe mir gedacht, ich würde das gerne so teilen und dann fahre ich wirklich zurück und ich fahre weit zurück, um das jetzt zu holen, alles das Equipment, um halt das Video so zu machen. Auf jeden Fall ist es für mich das wert, zurückzufahren und euch das irgendwie zu zeigen. Und hört mal die Geräusche.
ein Auto aus einer anderen Zeit. Es ist älter, aber es ist unfassbar schnell. Es ist eine unfassbare Kraft in diesem Auto. Und das wollte ich euch auch zeigen, weil ich wollte gleich mal ein bisschen beschleunigen. Jetzt habe ich auch die GoPro mit und dann wollte ich euch mal den Tacho zeigen, was dieses Auto so macht. Dazu kommt, was ich sagen wollte, ist, und das sage ich ganz oft, aber die Dankbarkeit Porsche gegenüber, mir dieses Auto zu geben und zu sagen, wir wollen deine Meinung hören, wir wollen wissen, was denkst du, was fühlst du, wie gibst du das weiter, macht mich mega, mega stolz, weil die können jeden fragen, der das macht, weil jeder in den 959 einsteigen würde und das tun würde. Und ja, es ist einfach für mich schon toll. Und ich denke, man merkt auch, wie es für mich persönlich extrem mich berührt. Ich habe da auch gelernt bei Porsche und so, da wo du gelernt hast, da wo der Ursprung, der Anfang ist in dir, das ist ja schon irgendwie ganz tief in dir verankert. So wie man sich eigentlich immer an seine erste Freundin erinnert. Das ist einfach so. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir dieses Video jetzt an einem Sonntag alleine, ohne zu sagen, ey, ich habe eine Idee, wir machen das Montag nochmal, Jungs. Sondern machen wir es einfach jetzt. Ja, wir sind gleich auf der Autobahn und ich wollte einmal gleich so ein bisschen filmen, wie das Auto wirklich beschleunigt. Das ist krass. Es ist wirklich nicht normal. Aber wir machen ja noch ein Video, wo wir wirklich das Auto uns auf der Hebelbühne angucken, weil der Motor ist für damalige Verhältnisse einfach der Ursprung, der Vater von dieser Technologie. Er ist einfach Godfather of Turbotechnik. Er ist einfach für damals kannte man den Begriff Turbotechnik. Dann gab es so Artikel, wo in diesem Artikel stand, hat der Turbo da Zukunft? Oh ja, er hat Zukunft. Und das waren so die Ursprünge, wo man mit sowas angefangen hat. So, leider ist die Autobahn jetzt nicht mehr ganz so leer, wie sie das vorhin war. Aber trotz alledem, denke ich mal, kann man demonstrieren, wie schnell so ein Auto ist. Und jetzt will ich natürlich das Auto nicht quälen und will natürlich so Beschleunigung so kurz wie möglich machen, weil ich auch merke beim Fahren, dass ich das Auto, das ist nicht mein Auto, aber dass ich es liebe. Also dass man eine unheimliche Beziehung dazu aufbaut. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt 4000 Umdrehungen, fahren so um die 150 Stundenkilometer. Und wenn man jetzt auf Gas gibt, dann spürt man auch die Registeraufladung, weil ganz kurz kommt der kleine Lader und dann kommt der Großlader. Also passt mal auf, Leute. Denkt an das Baujahr. Auf der Hinterachse. Das hat der Benjamin mir gesagt. Da gibt es hier und da mal ein paar technische Probleme. Das Auto ist ja auch schon älter. Aber allein der Fakt, dass Reifendruckkontrolle damals vorhanden war, ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja jetzt nichts Normales. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt so 5.500 Umdrehungen bei 200 Stundenkilometer. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt Gas geben, überspringt er den kleinen Lader und geht direkt in die Registeraufladung mit dem großen Lader rein. Geht auf hart gestellt. Man kann das Fahrwerk verstellen, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ich kann jetzt auf dem Tacho nicht genau gucken, aber ich glaube, es waren 260, 270 Stundenkilometer. In was für einer Zeit? Zu diesem Jahr. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Jetzt beschleunigen wir noch mal raus. Ich gucke mal mit auf den Tacho drauf. Das Fahrwerk ist jeglicher Situation erhaben. 280, 290, 300. Ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt mit mir, wie ich das fühle, aber wenn man meine Augen so sieht, ich bin sehr emotional berührt. Und das ist nur ein Auto. Es ist nur ein Auto. Und wir sind gerade fast 300 Tacho gefahren in einem Auto, was in den 80ern entwickelt wurde. Und das macht er nicht, wir brauchen ganz viel Platz, sondern er macht das einfach so, schüttelt er die 300 km/h raus, mit einer Fahrzeugruhe, mit einem Fahrwerk, einem Klang, einer Sitzposition und einem Gefühl von Sicherheit, was ich so noch nie erlebt habe. Das ist, natürlich habe ich das schon erlebt, bei Autos aus 2012 und 10 und was weiß ich was. Aber wir sprechen hier von 86. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also für mich ist es der absolute Wahnsinn. Ich zeige euch noch was mich gerade so berührt hat. Pass auf, Moment. Ich will euch ein Lied zeigen. Die
Leute freuen sich auch, das ist so krass. Das ist so schön, ne? Weil die Leute schätzen das Auto. Das ist auch okay. Jetzt ist nicht, was ich meinte, aber pickt euch das. Ich habe wirklich das Gefühl, als ob ich euch mitnehme. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen durch die Gegend. Wir geben noch mal Gas gleich, Sekunde. Oder dieser Übergang auch von Ladedruck ist so Wahnsinn, ne? Also wenn du fährst gleich so im dritten Gang. Nebenbei haben wir einen Geländegang, aber darauf kommen wir noch alles schwer zu sprechen. Und zwar fahren wir um die 3000 Umdrehungen, jetzt 3500. Und wenn man jetzt Gas gibt, ist man erst im Kleinlader und dann der Übergang. Achtet mal drauf. Da kommt er. Also jetzt mal wirklich Butter bei der Fische. Bei aller Liebe. Mit so einem Auto warst du damals der absolute King. Und du hast ja in keinster Phase Traktionsverlust. Das Auto ist einfach, es ist wieder ganz typisch Porsche, es ist einfach irgendwie perfekt. Aber trotzdem ist es nie langweilig oder nie, dass du denkst, so, ja, das könnte ja irgendwie jeder. Nee. Das ist schon wirklich sehr anspruchsvoll und sehr elegant und sehr edel. I love it. Aus der 6 raus. Das Turboloch, würde ich sagen, ist wirklich genauso wie beim 991 Turbo. Da ist kaum Unterschied. Wir fahren jetzt 260 Stundenkilometer und das Auto fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an, sehr stabil an, sehr gleichmäßig an. Ja, toll. Vor uns ist zum Beispiel eine E-Klasse, Baujahr auf jeden Fall 2018 und ich weiß, sie gibt gerade alles, um vor uns zu bleiben. Und wir sitzen in einem Auto aus 86, tiefenentspannt und fahren mit 250 hinterher. Was auch zu sagen ist, die Autos sind gebaut. Die Autos sind gebaut, um gefahren zu werden. Ich verstehe das, wenn manche Leute das als Sammlerauto einfach behalten wollen und wollen dort dann nicht belasten, nicht Gas geben. Ich denke, das ist falsch, weil es ist ein klassischer Sportwagen und natürlich, wenn es Autos sind, die man nicht mehr reparieren kann oder wenn es dann nicht mehr möglich ist, dann ist das doof. Aber ist es nicht schön zu demonstrieren, was so ein Auto auch noch kann aus der Vergangenheit? Plus, ich bin der Meinung, wenn man das tut, schätzt man die Zukunft noch mehr. Wirklich noch mehr. So, beschleunigen aus dem Keller raus. Kaum Ladedruck. Jetzt kommt der große Lader. 22. Ohne Schaltvorgang. 40. 50. Eben einmal aus dem Gas raus. Jetzt geben wir Vollgas. Ich wollte es einfach nur mal zeigen, weil ganz ehrlich, ich als Typ, wenn ich so alleine fahre, würde ich nicht so viel Gas geben. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen Sonntag und hab frei, was für mich schon wirklich besonders ist. Und ich habe einen guten Kollegen bei mir, mit dem ich den Sonntag verbringe. Viel Spaß noch. Tschüss.